Uhr ist einfach insane. Das ist schon rich. Das ist schon rich. Alter, das ist eine geistkranke Uhr. Die erste Folge Watch Wars. In diesem Video geht es darum, dass wir verschiedene Uhren gegeneinander stellen und ich bewerte sie, welche Uhr eine Runde weiter ist und welche nicht. Beim letzten Mal hat gerade dieses Bewerten von Uhren bei euch einiges an Hass ausgelöst und das versuche ich natürlich in diesem Video auch. Von daher, wir legen gleich los. Dann schauen wir mal, welche Uhren mir heute vorgelegt werden und die wir gegenüberstellen. Das heißt, eine Uhr wird bewertet und eine Uhr wird ausgeschieden. Nicht von mir, sondern gib mir bitte einfach die Uhren. Wir steigen direkt gut ein und zwar einmal Patek. Alle Uhren sind natürlich auch im Online-Shop erhältlich. Wir haben einmal die Calatrava 5296, eine Automatik-Calatrava in Weißgold. Eine sehr, sehr klassische Uhr. Hat sich übrigens auch toll entwickelt. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als sie für 12 gehandelt wurden. Gegenüber haben wir die Reverso mit Mondphase, kleiner Sekunde, Datum. Und auf der anderen Seite haben wir eine zweite Zeitzone, Tag- und Nachtanzeige, Power Reserve Indicator. Alter, das ist eine geistkranke Uhr. Also ich weiß, ich habe auch online geguckt, von dieser Jäger, insbesondere von dieser Jäger, gibt es nur, ich glaube, 3 Uhren momentan auf Chrono. Es ist die Maximum Complications Version gegen diese Dreizeiger Classic. Ihr wisst, ich liebe Jägerlekulte. Komischerweise, wir verkaufen Jägerlekulte wirklich sehr, sehr gut. Von daher würde ich sagen, Jäger ist weiter und Patek ist quasi raus. Lasst mich gerne mal wissen in den Kommentaren, seid ihr auch mittlerweile überdrüssig von diesen ganzen Datejust-Modellen oder sagt ihr, weil ich sag mal so, wir verkaufen weiterhin Datejust sehr, sehr gut, aber seid ihr schon fertig damit und taucht ihr auch ein bisschen dann jetzt in diese Jägerle-Kult-Schiene ab oder nicht? So, was haben wir hier? Datejust 41, blaues Blatt gegen Omega Reduced 2 mit Saphirglas. Da brauche ich nicht lange überlegen. Nichts gegen die Uhr, also die kostet nur einen Bruchteil von der hier. Datejust 41, tolle Uhr, ist nicht meins. Ich würde tatsächlich die Omega Reduced vorziehen. Von daher Datejust 41 in Stahlblau. Es ist für die meisten Leute eine gute Uhr, sorry, aber ich bin eher hier, Alter, Omega Reduced 2. Wir haben sehr selten Saphirglas, stabiles Band, mega Uhr, die ist eine Runde weiter. Dann wird es jetzt ein heißes Battle. Audemars Piguet Royal Oak gegenüber der Patek Skeleton. Alter, 50, 5170. Boah, was eine geisteskranke Uhr. Leute, merkt euch diesen Moment. Schaut mal bitte in einem Jahr dieses Video und guckt, wo diese Uhr ist. Alter, Skeleton Calatrava, geisteskrank in Weißgold. Diese Uhr ist einfach insane, wenn du dir das anschaust, was hier für eine Action drin abgeht. Conor McGregor trägt die im Übrigen auch gegenüber der grauen 15500. Für die meisten wird das hier die bessere Wahl sein, aber wir sind ja nicht die meisten, sondern es geht ja hier um meine Wertung. Von daher Calatrava Skeleton ist einer der, ich muss es wirklich sagen, der besten Uhren, die wir momentan haben. In Europa gibt es keine einzige. Lasst euch das gesagt sein, 15500 grau. Wir verkaufen sie, glaube ich, 3.000 € unter dem aktuellen Marktpreis. Schaut da gerne vorbei, aber für mich ist die Uhr eine Runde weiter und AP ist raus. Alpine Eagle mit dem blauen Ziffernblatt gegenüber einer das ist schwer. 16710 Pepsi GMT gegenüber Alpine Eagle. Beides sind starke Uhren. Bei dem Hausvideo habe ich gesagt, dass ein Raum nur durch diese Uhr finanziert wurde. Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Sehr schwer. Das ist, glaube ich, bis jetzt die härteste Entscheidung, weil ich habe so eine Liebe zu der Chopin entwickelt, mit diesem offenen Caseback, auch wie die Papiere sind und so weiter. Brutal schwer. Hätten man mich vor, sagen wir mal, einem halben Jahr oder so gefragt, hätte ich mit Sicherheit die hier genommen. Einfach halt, weil das eine Ikone ist und Preis-Leistung. Ihr könnt die aktuell kaufen für 13.000 €. Das ist nichts mit Boxpapieren. Ich muss aber sagen, wir müssen auch den Newcomern eine Chance geben. Von daher Chopin, Alpine Eagle, das ist meine Wahl in dieser Runde. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich quasi auf derselben Wave bin wie ihr. Und jetzt schauen wir mal, welche Uhren gegeneinander das Battle bestehen werden. Und zwar, wir fangen an mit der ersten Runde. Wir haben einmal die 40 mm Automatik Speedmaster mit einem Saphirglas gegenüber der Jägerle Coultre. Also nochmal, um die Sachen auszuarbeiten, das ist die Weiterentwicklung der klassischen Reduced. Man muss so rechnen, zwischen 3.000 und 4.000 € kostet diese Uhr. Am Handgelenk bietet sie einige Vorteile gegenüber der 42 mm Variante. Also erstmal, sie hat halt ein Automatikuhrwerk und finde ich von der Größe, auch an meinem Handgelenk, muss ich sagen, irgendwie, ich finde es halt
tauglicher, wenn man ein bisschen edler gekleidet ist. Man kann sie auch sehr sportlich tragen. Auf der anderen Seite haben wir eine Uhr, die jetzt sportlich kombiniert schwer ist. Man kann es schaffen, die sportlich zu kombinieren. Es ist aber tatsächlich schon eher eine Gentleman's Watch. Hier haben wir die Reverso, die Grande Reverso mit der Komplikation Mondphase, zweite Zeitzone, kleine Sekunde und so weiter. Für mich bedeutet halt die Uhr und das Markenimage und so, das bedeutet mir so viel. Jägerle-Coultre, ich verbinde so viel damit. Es hat sowas Edles, Elitäres. Wenn man dann noch das Glück hat, eine Uhr mit Box und Papieren zu erhalten, die auch nicht so häufig am Markt vertreten ist, ja, was soll ich euch sagen, Jungs? Ich gehe mit der Jägerle-Coultre. Die Uhr ist eine Runde weiter. Was soll ich sagen? Jetzt kurz vor dem Finale, jetzt natürlich die Frage, welche Uhr qualifiziert sich? Wir haben als nächstes die Patek Calatrava Skeleton gegenüber der Chopard. Also zwei ganz unterschiedliche Uhren. Die eine Uhr ist sportlich für den Alltag geeignet, auch preislich ein Unterschied. Es kommt natürlich nicht auf den Preis an, aber gerade wenn es jetzt darum geht, welche Uhr gewinnt in diesem Battle, überleg mal, wir haben alle Klassiker rausgeworfen. Jetzt haben wir hier wirklich zwei, die man vielleicht nicht so oft nebeneinander sieht. Chopard Alpine Eagle, blaues Ziffernblatt, auch die Textur. Schaut mal ganz genau hin, was für eine schöne, unique Kraterstruktur hier auf dem Ziffernblatt ist, mit einem Datum, Integrated Bracelet. Ja, ist einfach zeitgeistmäßig eine sehr, sehr gute Uhr, alltagstaugliche Uhr, finde ich top gelungen und auch die Schliffart hier mit den polierten Mittelelementen, eine sehr, sehr schöne Uhr gegenüber jetzt dieser, ja, schon sehr extrovertierten, ich kann es ja auch mal anlegen, Modell. Hier haben wir alle Details offen liegen, also das wird alles manuell gefertigt, ne? Das ist schon rich, das ist schon rich. Also hier die Uhr, die Conor McGregor hat, die in Roségold. Roségold ist eine spätere Produktionsserie. Die Weißgolden ist schon lange raus. Das ist schon nochmal eine andere Sache. Von daher, Chopard Alpine Eagle, anderes Preissegment, tolle Uhr. Aber ich würde sagen, die Uhr ist weiter. Und jetzt in dieser Runde geht es zur Sache. Falls wir das Video häufiger machen sollen, falls euch meine Meinung interessiert, lasst mich gerne wissen. Wir probieren natürlich immer neue Sachen aus. Und jetzt wird Double geristet. Kennt ihr Leute auch, die zwei Uhren tragen? Ja? Das sind immer ganz spezielle Charaktere. Stell dir mal vor, ich würd so tagtäglich so rumlaufen. Ich trage gar keine Uhr und jetzt mache ich einfach den Double. Ich meine, hier Che Guevara hatte auch zwei Uhren an einem Handgelenk. Ne? Day-Date und GMT Master, quasi 3 Zeitzonen am Handgelenk. Vielleicht ist das der neue Vibe. Einfach so, Leute, guten Morgen, wie geht's euch? Ja? Ich double-wriste heute. Wenn man sie gegenübersetzt, es ist eine ähnliche Handschrift. Also man hat, beide Uhren sind irgendwie schon elegant. Ich würde mich tatsächlich jetzt für die Calatrava entscheiden. Es ist für mich mit der Concept Tourbillon die interessanteste Uhr, die wir aktuell im Online-Shop haben. Der Seltenheitsfaktor ist einmal dafür ausschlaggebend, plus natürlich auch der Lieferumfang, der so komplett ist. Von daher, ich würde mich jetzt in diesem Fall für die Patek entscheiden. Aber es ist schon interessant, dass wir alle Klassiker oder dass sich alle Klassiker aussortiert haben. Jägerle-Coultre, falls ihr Interesse an der Uhr habt, ich werde keine Chance haben, die nochmal ein zweites Mal zu besorgen. Genauso wie mit der Patek. Und ja, von daher, ich fand es ein sehr interessantes, kurzweiliges Video. Und ich glaube tatsächlich, diese Uhr werde ich einfach, man ist hypnotisiert davon. Zieht euch das mal rein. Die Unruhe hier auf 9 Uhr und so, das ist schon einfach Next Level. Was eine tolle Uhr. Ich hatte sie vorher einmal in der Hand, ich glaube 2017. Und danach nie wieder. Tolle, tolle Uhr. Wirklich fasziniert. Schaut gerne auf der Webseite vorbei, falls ihr interessiert seid an hochwertigen Zeitmessern. Und das Video soll am Sonntag kommen. Wir haben dieses Wochenende auch das Goldwochenende. Und hier habt ihr die Möglichkeit, goldene Uhren zu einem etwas vergünstigten Preis zu erhalten und unter anderem auch Argento Overdose. Alle Sachen in einem goldenen Flakon, da bekommt ihr nochmal unser Tester-Set mit dazu und zusätzlich kommt noch Dominik Kettner vorbei und wir sprechen über Edelmetalle und ihr könnt auch spezielle Edelmetalle, beispielsweise Rotschildbarren, ganz, ganz selten, bei uns auf der Website erwerben. Von daher schaut gerne vorbei, bis demnächst, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Ciao, ciao, ciao.